Ich stelle euch heute meine Favoriten aus dem Bereich der Wachstumsaktien für das Jahr 2025 vor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, ich habe heute 5 Unternehmen dabei mit sehr hohem Umsatzwachstum, die sich jetzt für eine langfristige Investition gerade im Jahr 2025 anbieten. Die Voraussetzungen für ein solches Investment habe ich hier mal zusammengefasst. Also es ist ganz wichtig, dass ein langfristiger Aufwärtstrend vorliegt, damit eben auch eine langfristige Investition sinnvoll ist. Zudem sollten die Unternehmen jetzt in einer historischen Korrektur stecken, damit eben auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hier möglich ist. Außerdem, der Fokus liegt ganz klar jetzt hier auf hohem Umsatzwachstum. Das sollte also mindestens 15% betragen. Zudem schütten diese Unternehmen keine Dividende aus, weil es eben aus Business-Perspektive deutlich sinnvoller ist, die Gewinne zu reinvestieren, weil da eben ja deutlich mehr Wachstum auch natürlich für die Anleger möglich ist im Vergleich zu einer Gewinnausschüttung, in dem Fall der Dividende. Also die Unternehmen wachsen so stark, dass es sehr viel sinnvoller ist zu reinvestieren, statt hier eine Gewinnbeteiligung an Aktionäre zu tätigen. Außerdem sollten wir hier in einer Korrektur einsteigen, also immer den antizyklischen Einstieg wählen. Und dazu kommen wir jetzt auch im ersten Unternehmen, nämlich Cloudflare. Cloudflare ist in der Branche der Cloud- und Netzwerksicherheit tätig. Man hat hier Produkte wie Content Delivery Network, DDoS-Schutz, Web Application Firewalls. Und das Geschäftsmodell, ja, das ist ein abonnementbasierter Service für Unternehmen eigentlich jeder Größe mit einer starken Skalierbarkeit. Und die haben echt einen Fokus auf eine schnelle und sichere, ja, zuverlässige globale Infrastruktur eigentlich schon, die dann praktisch Millionen von Websites und Apps schützt. Und dieses Unternehmen hat sehr starkes Umsatzwachstum hier im Jahr 2023 gehabt mit 33%. Auch das Chance-Risiko-Verhältnis ist jetzt gerade relativ akzeptabel mit 2,9, also durchaus interessant. Gerade auch die Performance des Kurses hier auf Sicht der letzten 5 Jahre ist schon sehr stark mit plus 562,73%. Natürlich sind wir jetzt hier im Moment noch nicht profitabel. Das ist immer ganz wichtig bei diesen Wachstumsunternehmen. Also hier sind teilweise Unternehmen mit dabei, die noch keine Gewinne erzielen, zumindest unter dem Strich. Deswegen ist natürlich hier auch deutlich mehr Vorsicht zu walten im Vergleich zu Unternehmen, die schon hoch profitabel sind. Also diese Wachstumsaktien sind deutlich spekulativer als eben schon viel mehr eingesessenere Unternehmen. Ja, und wenn wir uns hier den Chart ansehen von Cloudflare langfristig, sehen wir, dass wir hier von 2019 bis 2021 einen schönen ersten Impuls abgearbeitet haben. Danach die langfristige Korrektur, dann eben hier diese wunderschöne Bodenbildung. Jetzt hier der Trendwechsel auf Wochenbasis, nachdem wir hier nochmal diese Range angetestet haben. Wir haben jetzt hier ein Potenzial nach oben auf die Einzelprojektion von ca. 120% und der sofortige Einstieg würde jetzt eben hier ein 2,9er Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Man könnte natürlich jetzt noch abwarten, ob wir noch weiter nach oben laufen und dann nochmal einen Rücksetzer bekommen, vielleicht auf diese 120 US-Dollar, weil wir natürlich jetzt nicht aktuell in den kürzeren Zeiteinheiten in der Korrektur kaufen, aber an sich korrigieren wir natürlich immer noch diesen starken Aufwärtsimpuls und da ist jetzt eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir weiter neue All-Time-Highs schreiben. Das ist jetzt eben mehr oder weniger hier ein Genesis-Setup und hat jetzt noch keinen richtigen langfristigen Aufwärtstrend etabliert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher etabliert wird in den nächsten Jahren, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Dann schauen wir auch gleich zum nächsten Unternehmen, das ich mit dabei habe. Bevor wir aber dazu kommen, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen. Gerne kommentieren mit diesem Video und meinem Kanal interagieren. Das hilft mir wirklich sehr stark weiter und da bedanke ich mich herzlich dafür. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und das ist Mercado Libre. Für mich auch ein sehr spannendes Unternehmen mit hohem Wachstum. Wir sehen hier 37% Umsatzwachstum. Ja, was macht Mercado Libre? Die sind in der Branche vom E-Commerce und Fintech eigentlich auch führend in Lateinamerika und die haben Produkte wie Online-Marktplätze, ja, eine Zahlungsplattform, Mercado Pago oder auch Logistiklösungen und Kreditvergabe. Also man ist auch sehr breit diversifiziert, was das Geschäftsmodell eben hier angeht. Und es ist ja eine Kombination aus dem Plattformgeschäft, also eine Art Marktplatz und aber auch einer vertikalen Integration in die Zahlung und Logistik.
Ja, man ist hier eben Marktführer in diesen aufstrebenden Märkten mit einem starken Fokus auf Digitalisierung von Handel und Finanzen, eben vor allem in Lateinamerika. Das ist ja auch an sich schon ein sehr spannender Wachstumsmarkt und hier könnte man praktisch über Mercado Libre es auch schaffen, in diesen Markt zu investieren. Ja, wir haben hier im Moment ein 2,5er Chance-Risiko-Verhältnis und das Unternehmen ist in diesem Fall jetzt auch schon profitabel und hat auch eine Marktkapitalisierung von knapp 90 Milliarden US-Dollar. In den letzten 5 Jahren konnte Mercado Libre hier einen Kursgewinn von 190% verbuchen, also durchaus schon ein guter Anstieg. Auch hier schauen wir uns mal die langfristige Situation an von Mercado Libre. Es ist ja ein schon Unternehmen, das etwas länger auch an der Börse ist, jetzt im Vergleich zu Cloudflare. Deswegen weist das Unternehmen eben auch jetzt hier schon einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Und wir sehen, dass wir hier mal eine starke Hypephase hatten, hier 2020 und diese ganze Korrektur das wieder aufgehoben hat, mehr oder weniger diesen ganzen Hype. Und seitdem laufen wir jetzt gemächlich weiter nach oben, haben jetzt hier oben einen mittelfristigen Trend aufgebaut, der eben auf Wochenbasis hier läuft. Also hier ist diese Struktur. Da wird jetzt der letzte Impuls auch wieder korrigiert. Und wenn wir jetzt hier einen Einstieg finden würden mit der Spekulation hier auf das 1er-Projektion, dann hätten wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,5, wie bereits gesagt. Hier muss jetzt aber noch der kurzfristige Boden her. Also der fehlt auf jeden Fall noch. Und es ist jetzt eigentlich so mehr oder weniger die letzte Chance, bei Mercado Libre einzusteigen, bevor wir dann neue All-Time-Highs nachhaltig sehen. Davon gehe ich eigentlich stark aus. Das Problem ist jetzt eben hier nur, dass wir nicht mehr in dieser absolut historischen Korrekturzone sind. Also die war eben hier unten so unter 1000 US-Dollar. Da sind wir eben mittlerweile schon sehr stark drüber. Aber ich erwarte hier mir schon noch relativ viel von Mercado Libre tatsächlich. Also ich halte das Unternehmen für eigentlich geradezu prädestiniert dafür, weiterhin stark zu wachsen. Wir sehen das eben hier auch in den Umsätzen. Also es ist einfach ein sehr spannendes Unternehmen und das sollte man sich mal ganz genau anschauen und auf jeden Fall auf die Watchliste nehmen, wenn hier mal ein größerer Rücksetzer kommt. Ist es definitiv einen genaueren Blick wert. Kommen wir zum nächsten Unternehmen, das ich mit dabei habe. Das ist ein Unternehmen hier, das aus dem Bereich Software as a Service für Marketing, Vertrieb und CRM kommt, nämlich HubSpot. HubSpot hatte zuletzt ein Umsatzwachstum von 25%. Wir haben hier ein 2,9er CAV und sie haben hier eine All-in-One-Plattform für Inbound-Marketing, Kundenbindung und Automatisierung als Produkt. Und deren Geschäftsmodell ist eigentlich eine abonnementbasierte Lösung, eben mit mehreren Modulen für kleine und mittlere Unternehmen, also SMBs. Und die haben eine sehr intuitive Plattform, die einfach komplexe Tools wie CRM und Marketing-Automation leicht zugänglich macht, also ein Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Ja, also auch dieses Unternehmen durchaus spannend. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 38 Milliarden US-Dollar und in den letzten 5 Jahren konnten hier Kursgewinne von 350% verbucht werden. Also auch eine sehr nette Rendite, gerade hier auf Sicht von 5 Jahren. Und hier ist es ein ähnliches Setup oder eigentlich ähnliche Situation, wie wir das schon bei Cloudflare gesehen haben. Also wir sehen, dass wir hier schon langfristig einen Aufwärtstrend etabliert haben, aber auch hier ist die Aktie noch nicht lange an der Börse. Wir hatten auch hier, ähnlich wie bei Cloudflare, eine Übertreibung, hier 2021, die dann jetzt hier bis 2023 wieder abgebaut wurde und seitdem bewegen wir uns jetzt hier wieder langfristig nach oben. Wenn wir jetzt akut den Einstieg wählen würden, hätten wir einen CAV von 2,86, also Chance-Risiko-Verhältnis, sind aber jetzt auch schon auf relativ hohem Niveau. Also hier könnte man durchaus nochmal einen mittelfristigen Rücksetzer abwarten. Aber wir schauen uns eben immer die wirkliche Live-Situation an. Also gehen jetzt nicht davon aus, dass der Kurs jetzt nochmal stärker korrigiert. Und ich finde auch jetzt bei dem aktuellen Chance-Risiko-Verhältnis ist das schon mal durchaus ein netter Wert, wo man drüber nachdenken kann, sich das Unternehmen ins langfristige Wachstumsportfolio zu legen. Also für mich auch durchaus spannend und ist bei mir auch relativ weit oben auf der Watchlist. Hier ist aber auch zu sagen, also das Unternehmen ist hier teilweise immer mal unprofitabel. Es gibt auch einzelne Quartale, wo man mal eine positive Bilanz hat, also ein positives Net Income. Aber overall war man hier 2023 noch deutlich in den roten Zahlen. Also hier ist eben auch die Frage, ähnlich wie bei Cloudflare, wann schafft man es hier langfristig in der Gewinnzone zu sein?
wann schafft man es hier wirklich langfristige Gewinne einfach zu erzielen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ab welchem Zeitpunkt macht das denn Sinn? Weil ja natürlich durch diese hohen Investitionen, die dann eben auch zu einem negativen Ergebnis führen, sich natürlich auch Wachstum gekauft werden kann, was wiederum dazu führt, dass das Wachstum des Unternehmens immer weiter voranschreitet und irgendwann wird der Break-Even-Point dann eben erreicht, sollten eben diese langfristigen Trends weiter Bestand haben und davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja, bevor wir zum nächsten Unternehmen kommen, das wahrscheinlich keiner von euch kennt, wollte ich hier noch eine Empfehlung aussprechen, nämlich für den Finanzen.net Zero Broker. Das ist der günstigste Broker in Deutschland, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst und hast eine sehr schöne analytische Aufbearbeitung von deinem eigenen Portfolio. Also da kannst du auch mit einzelnen Tags unterscheiden, ob das jetzt Aktien von Wachstumsstrategien sind oder Dividendenstrategien. Also man kann da sehr schön filtern und auch seine eigenen Positionen analysieren. Mit dem ersten angepinnten Kommentar oder mit dem Link in der Beschreibung kannst du hier ein Konto eröffnen, unterstützt mich damit indirekt und du kannst hier 25 € Prämie kassieren. Schauen wir mal zum nächsten Unternehmen und das ist Samsara Inc. Jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob du dieses Unternehmen schon kanntest. Wir haben hier im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von sage und schreibe 45% gehabt. Leider ist das CRV im Moment relativ schlecht mit nur 1,4, aber die Branche ist auch sehr interessant. Man ist nämlich hier im Bereich der Internet of Things tätig und eben der Unternehmensdigitalisierung. Man hat also Lösungen für Flottenmanagement, Sicherheitsüberwachung, Sensoren und Datenanalyse für die Industrie und Logistik. Das Geschäftsmodell, das ist eine Kombination aus Hardware, also diesen Sensoren und Software, also dieser Datenplattform, die man hier auch im Abo-Modell bereitstellt. Die haben eine Startposition bei der Digitalisierung von Logistik und diesen Industrieprozessen eben durch ihre IoT-basierten Effizienzlösungen. Auch hier ist man über weite Strecken noch unprofitabel. Dieses Unternehmen ist auch noch nicht lange an der Börse. Im letzten Jahr haben wir hier ein Kursgewinn von 32,67% und die Marktkapitalisierung 25 Milliarden US-Dollar. An der Stelle sei jetzt auch nochmal gesagt, also diese ganzen Aktien, die haben eine Marktkapitalisierung, die schon eher, also Small Cap bis Mid Caps sind. Das heißt, da ist das Risiko einfach deutlich höher im Vergleich zu Dividendenaktien, die ich jetzt zuletzt vorgestellt habe. Das ist einfach eine andere Strategie. Also hier ist das Risiko schon durchaus erhöht. Deswegen nochmal keine Anlageberatung. Das ist jetzt meine persönlichen Favoriten für das Jahr 2025. Und das sollte einem einfach bewusst sein. Höheres Wachstum bringt auch höheres Risiko mit sich. Schauen wir auch hier mal auf den langfristigen Chart bei Samsara Inc., auch wenn dieses Unternehmen jetzt noch nicht allzu lange an der Börse notiert ist, eben erst seit 2021, Ende 2021. Aber wir können auch sehen, dass wir hier mittelfristig schon einen langfristigen Aufwärtstrend etabliert haben, hätten jetzt auch ein All-Time-High-Potenzial von 50% knapp, eben hier auf dieses minus 0,382er. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir hier nochmal runterkommen auf dieses 61,8er Fibonacci Retracement, weil wir da eben auch schöne Unterstützungen hätten, hier um die 40 US-Dollar und dann hätten wir natürlich nochmal ein besseres CAV und die Möglichkeit auf höhere Gewinne. Das wäre nämlich dann hier ein CAV von über 2,5, also das wäre dann schon durchaus attraktiv. Sollten wir hier nochmal auf diese knapp unter 40 US-Dollar runterkommen. Hier liegen eben auch sehr starke Volumina, also da schaue ich mir Samsara nochmal ganz genau an und ich denke auch, dass man hier schon in einen Megatrend einfach schon Fuß fasst durch diesen IoT-Sektor. Aber hier ist natürlich ganz klar die Frage, kann man sich in diesem Segment oder mit diesem Geschäftsmodell durchsetzen? Da gibt es natürlich große Konkurrenten, also zum Beispiel auch sowas wie Haier, Smart Home oder Amazon. Also man konkurriert natürlich auch mit Big Tech in diesem Bereich. Also es ist einfach sehr spekulativ, aber deswegen sind natürlich auch die potenziellen Renditechancen deutlich höher als bei einer Amazon. Also wir haben ja hier schon wirklich sehr hohe Renditeerwartungen an diese doch hochwachsenden Unternehmen. Ja, und wir sehen auch hier, wenn wir uns mal die Financials anschauen, dass das Unternehmen wirklich sehr stark an Geld verbrennt. Also hier Netmargin von minus 30,6%. Also hier wird sehr, sehr viel Geld verbrannt. Es hat sich jetzt in den letzten Quartalen immer weiter verbessert, sodass wir jetzt hier nur noch minus 11,7% hatten.
aber man ist hier doch noch relativ weit weg von der Profitabilität. Also hier hängt man noch sehr tief in den roten Zahlen, deswegen ist gerade bei diesem Unternehmen das Risiko schon wirklich sehr hoch, gerade eben mit dieser niedrigen Marktkapitalisierung. Also da ist das Unternehmen auf jeden Fall schon etwas für risikoaffinere Anleger, aber deswegen, ja, es steht eben immer so ein bisschen im Vergleich zu der möglichen Rendite und hier erwarte ich schon eine sehr hohe Rendite, wenn man sich eben des Risikos bewusst ist. Schauen wir zum letzten Unternehmen, das ich auch sehr, sehr spannend finde. Und das ist eben hier Excel Service Holdings. Excel Service Holding ist ein Business Process Outsourcing Unternehmen und man bietet eben auch Datenanalyse an, also in erster Linie so Dienstleistungen im Bereich Analytics, auch KI, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und man ist einfach ja, eine Art Lösungsanbieter für datengetriebene Geschäftsentscheidungen und hat sich spezialisiert eben auf diese Branchen, also Versicherungen, Banken, Gesundheitswesen. Und die Kombination aus diesen branchenspezifischen Wissen und den gartengestützten Ansätzen zur Optimierung von Geschäftsprozessen ist dann eben deren Alleinstellungsmerkmal. Und wir hatten hier zuletzt ein Umsatzwachstum von 15%. Leider ist das CRV jetzt im Moment relativ schlecht und auf Sicht der letzten 5 Jahre haben wir hier 45% Kursrendite. Sehr interessantes Unternehmen auf jeden Fall. Wir können uns hier auch den Chart anschauen. Langfristig ist hier ja auch schon einiges passiert tatsächlich. Also das ist auch ein Unternehmen, das hier schon länger an der Börse ist, nämlich jetzt seit mittlerweile einigen Jahren, schon bereits seit 2007, aber dennoch schon relativ starkes Wachstum immer noch, haben hier auch eine sehr starke Korrektur gehabt von 2020 bis 2024 und seitdem aber jetzt hier ist die Rakete gezündet, stehen mittlerweile hier auf einem Allzeithoch, deswegen ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt gerade eben relativ schlecht. Also für mich wird das Unternehmen erst wieder spannend, wenn wir hier im Bereich ja, von 37, 36, 35 US-Dollar ankommen. Also da ist schon noch ein gutes Stück nach unten Platz. Da müssten wir schon nochmal so 15% circa korrigieren. Aber es ist für mich ein sehr spannendes Unternehmen und ich denke, Excel Service Holdings, die können wirklich noch einiges hier rausholen am Markt und es ist für mich ein sehr spannendes Wachstumsunternehmen. Ja, die Marktkapitalisierung, die ist hier wirklich sehr, 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 sehr niedrig. Also wir haben hier nur 7 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Also hier nochmal ein Hinweis, also es ist einfach ein sehr spekulatives Unternehmen. KGV haben wir hier 40, also das Unternehmen ist tatsächlich auch hochprofitabel. Wir haben hier eine Netmarge von 11,3% gehabt im letzten Jahr. Also das wäre jetzt auch, ja, was zumindest die Profitabilität angeht, ein etwas defensiveres Wachstumsinvestment. Dafür haben wir natürlich auch im Vergleich zu IoT oder HubSpot oder Cloudflare nicht mehr dieses verrückt hohe Wachstum. Aber dafür hat eben Excel hier schon eine, ja, also schwarze Zahlen und man ist eben schon im profitablen Bereich und das ist natürlich auch ein sehr gutes Zeichen. Man hat sich natürlich jetzt auch schon eine Historie aufgebaut, wenn man doch schon so lange einen langfristigen Aufwärtstrend hat, eben hier seit 2008. Also definitiv mal auf die Watchlist nehmen, aber immer dem Risiko eines solchen ja, Wachstumsinvestments bewusst sein. Ja, lass mich doch mal gerne wissen, was du von dem Unternehmen hältst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann jetzt auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Gerne ein Abo für diesen Kanal da lassen. Das hilft mir besonders weiter. Mit dem Video interagieren. Und wenn du dich jetzt noch interessierst für die besten Dividendenaktien im kommenden Jahr 2025, also meine Favoriten, dann kannst du gerne dieses Video dazu auschecken, aber gerne auch ältere Videos von mir anschauen. Ich mache immer wieder einzeln Meinungen zu Aktien und dem Gesamtmarkt. Also definitiv Glocke anmachen, damit du nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao.